Hallo, du willst Urlaub machen in Efteling, weißt aber nicht wie, wo, was, wann? Dann komm mit mir mit, ich gebe dir jetzt nämlich einen ultimativen Tourguide durch Efteling. Heißt, ich zeige dir die Attraktion, ich zeige dir, wo was zu essen gibt, ich zeige dir die Regeln, ich zeige dir alles, was du brauchst, um einen wunderschönen, perfekten Tag in Efteling zu haben. Also komm mit mir, dem Tourguide, für dich und deinen Tag in Efteling. Und als Tipp für dich, wenn du dir Notizen machen willst, dann mach sie, lehn dich gerne zurück, entspannt und schreib dir auf die Sachen, die dich interessieren und die du brauchen kannst für deinen Aufenthalt in Efteling. Tipp Nummer 1: Buchen. Wichtig ist, dass ihr hier in Efteling früh genug bucht. Das heißt, wenn ihr bis zu 4 Monate vorher bucht, habt ihr den Vorteil, dass ihr bis zu 25% des Preises sparen könnt. Also bucht rechtzeitig. Welches Hotel seht ihr später, weil hier gibt es nämlich 4 verschiedene Hotels, die man buchen kann. Wichtig ist auch, Newsletter abonnieren. Abonniert den Newsletter, denn da bekommt ihr nämlich manchmal sehr gute Angebote und Sonderkonditionen. Was auch wichtig ist, wenn ihr bucht, müsst ihr im Hotel schon eure Frühstückszeiten angeben. Und wenn ihr im Restaurant essen wollt, müsst ihr das auch schon bei der Buchung abgeben. Das heißt, bei der Buchung wichtig, schon die Essenstermine reservieren, weil ihr kommt nicht drum rum, sonst kann es sein, dass das Restaurant oder das Frühstück voll ist und ihr keinen Platz kriegt. Also wichtig, früh genug buchen, Newsletter abonnieren und die Zeiten reservieren fürs Essen. Let's go. Everybody follow him. Everybody subscribe. Like and subscribe. Tipp Nummer 2. Nicht nur rumrennen und den ganzen Park abrennen wegen der Achterbahn, sondern einfach mal auch entspannen, den Park genießen. Weil nur hier rumrennen und die Achterbahn zu rennen, dafür ist der Park viel zu schade, weil er viel zu schön ist. Also setzt euch mal hin, einfach mal 5 Minuten hinsetzen, die Leute hier vorbeiziehen lassen, einfach mal diese wunderbare, schöne Natur genießen, sowie eben auch diesen wunderschönen Freizeitpark. Also nicht rennen,
chillen, entspannen und einfach genießen. Also Tipp Nummer 3, Souvenirs. Ihr müsst beachten, dass es nicht in jedem Laden dasselbe Souvenir gibt. Das heißt, es gibt hier zum Beispiel ganz anderes Souvenir als jetzt im Fantasiereich oder im Märchenreich. Bedeutet, ihr könnt nicht überall alle Souvenirs bekommen. Es ist immer attraktionabhängig. Also am besten, wenn ihr was seht und ihr wollt, nehmt es mit, weil es gibt nicht in jedem Shop alles. Dann ist es wichtig, wenn ihr Tagesgäste seid, könnt ihr eure Souvenirs mit dem Souvenir Express an die Info schicken lassen und abends abholen. Als Hotelgäste könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Heißt, ihr müsst die Sachen nicht den ganzen Tag im Park mitnehmen. Ihr könnt sie ganz bequem ins Hotel oder an den Haupteingang schicken lassen mit dem Souvenir Express. Also eine sehr coole Sache. Genau, das sind die Infos für euch. Also das war Nummer 3, die Souvenirs. Bis später. S'il vous plaît, peu d'argent. Je vous en prie. Dollars, boxes, 4 Tipp Nummer 4. Essen und Trinken. Also ganz wichtig, wenn ihr hier was zu essen und zu trinken euch holt, also vor allem auf diese Becher, ist Pfand. Wir haben hier auch in Holland im Park ein Pfandsystem, das kennen wir ja aus Deutschland. Hier ist es auch im Park so, dass du 15 Cent Pfand hast. Es gibt immer die Möglichkeit, glatt das in den Müll zu schmeißen, was aber eigentlich keinen Sinn macht, denn man gibt es immer da ab. Da gibt es nämlich Pfandautomaten, wo man den Becher abgeben kann, bekommt einen Zettel, den man wieder dann zum Essen, Trinken, wie auch immer einlösen kann. Oder es gibt auch Spendenboxen für die Villa Padus. Das ist ein soziales Projekt für kranke Kinder hier im Park. Und da kann man auch dann die Pfandbecher, Pfandflaschen reinschmeißen. Dann wird dieses Geld eben auch für diese Villa Padus verwendet. Also eine sehr schöne soziale Einrichtung auch. Deswegen, also ihr habt die Wahl, werft es weg oder holt euch das Pfand oder spendet es eben in diesen Spendenboxen, die im Park aufgestellt sind. Genau, beim Essen genauso. Essen auch wichtig. Es gibt verschiedene Themenbereiche, also gibt es auch verschiedenes Essen.
Für jeden etwas Leckeres. Hier jetzt bei Max und Moritz, bei der Bäckerei Krümel, Kaffee und Leckerkuchen. Deswegen lasse ich mir das jetzt auch schmecken und sehe euch dann mit dem Berliner, den haben wir auch noch, Entschuldigung, habe ich fast vergessen, Berliner, auch sehr lecker. Genau, und dann sehe ich dich beim nächsten Tipp, nämlich wieder später. Also bis denn, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ciao! Ganz wichtig für euch, Aufenthalt in Efteling. Ihr seht schon die Schatzkiste hinter mir, das ist ein Bankautomat. Bedeutet, in Efteling kannst du zwar bar zahlen, aber es wird natürlich die Karte bevorzugt. Heißt, am besten immer eine Bank- oder Kreditkarte dabei haben, denn die sind sehr digitalisiert. Bedeutet, du kannst überall alles mit Karte bezahlen. Es ist eher schwierig, überall mit Bargeld zu zahlen. Das kannst du nämlich nicht überall. Also nicht vergessen, die Bankkarte mitzunehmen, damit du überall auch bezahlen kannst hier im Park. Transito, culto, fabulu, traag treden, open nu! We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Waag het niet, don't you Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia! Please stop. Hallo, hallo. Noch ein Tipp, möglichst früh da sein. Das heißt, nutzt den ganzen Tag aus, seid da, wenn der Park aufmacht. Und als Hotelgäste ist das cool, ihr dürft eine halbe Stunde früher rein, um genau die Achterbahn zu fahren. Es hat nämlich meistens sehr lange Wartezeiten. Also kommt vorbei, kommt möglichst früh und nutzt den ganzen Tag aus. Hier ein weiterer Tipp für euch. Ganz wichtig, checkt den Andrangskalender. Es gibt auf der Seite von Efteling den Kalender, der euch zeigt, wie voll der Park sein wird. Heißt, wenn ihr Tickets kauft, gibt es niedrig, mittel und voll.
Ihr müsst halt gucken, welche Farbe die Tage haben, wo ihr herkommen wollt, weil entsprechend voll wird der Park. Und voll ist hier voll, denn heute ist leer und der Park fühlt sich sehr voll an, wobei es gar nicht ist. Also wichtig, beachtet den Antragskalender. Und im Thema Antragskalender ist es auch sehr wichtig zu beachten, es gibt ja auch Ferien. Das heißt, ihr habt Ferien in Deutschland, ihr habt Ferien in Frankreich, ihr habt Ferien in Großbritannien, Benelux-Staaten und Niederlande. Heißt, wenn ihr hier möglichst einen leeren Park erleben wollt, müsst ihr genau diese Länder auch beachten, denn die kommen von überall aus Europa in diesen Freizeitpark. Also guckt euch die Ferien in Deutschland an, Frankreich, Großbritannien, Belgien und Niederlande. Und guckt, dass ihr dann wirklich Zeit nehmt, wo in keinem der Länder Ferien sind. Es wird schwer, aber es ist machbar. Weil dann sind die Wahrscheinlichkeiten relativ hoch, dass der Park etwas leerer ist als sonst. Das nur als Tipp, guckt euch die Ferien an. Mobilität. Du kannst hier so kleine Trolleys mieten, da kannst du die kleinen Kinder reinsetzen, dann kannst du die hinter dir herziehen. Rollstühle kann man auch mieten. Wichtig, die muss man vorher reservieren, also 1-2 Tage vorher müssen die reserviert werden. Und was du auch machen kannst, mit dem Kinderwagen kommen. Aber Achtung, beim Kinderwagen nehmt euch Schlösser mit, weil hier wurden auch schon Kinderwegen geklaut. Also wenn ihr mit euren Kleinen unterwegs seid, ganz wichtig, Kinderwagen anschließen und auch sichern, weil sonst ist er nämlich wahrscheinlich weg. Schön, dass du dran geblieben bist. Deswegen bekommst du von mir jetzt Bonustipp Nummer 1. Und zwar betrifft es dein Handy. Wenn du in Efteling bist und die App verwendest, die du ja zwangsläufig brauchst, ist es gut, wenn du ein Ladegerät dabei hast oder am besten noch eine Powerbank, denn du brauchst Internet für die App-Nutzung, um zu sehen, was die Wartezeiten machen, um zu bestellen, um zu reservieren, um zu ordern. Deswegen ganz wichtig, Handy-Akku. Also nimm dir am besten eine Powerbank mit, damit dein Akku auch in den Zeiten, wo du was fährst, geladen wird. Denn das wirst du an einem Tag wahrscheinlich fast nicht hinkriegen, dass das Handy
mit den ganzen Nutzungen, die du hast, durchhält. Deswegen Powerbank ist mein Bonustipp Nummer 1. Der nächste Tipp, Sprachen und Sprachverständlichkeit. Ihr seid in den Niederlanden, das heißt, man spricht hier Niederländisch. Das heißt, die Märchen, die Mitarbeiter sprechen alle Niederländisch, was aber sehr gut ist. Und zwar kannst du beim Mitarbeiter sehen, auf dem Namensschild, welche Sprache er spricht. Also Englisch sprechen sie alle, teilweise auch Deutsch, klar Niederländisch, Französisch habe ich auch schon gesehen. Immer am besten aufs Namensschild gucken, dann siehst du, welche Sprache der Mitarbeiter spricht. Bei den Märchen ist es so, sie sind halt auf Niederländisch. Aber du kannst mit der App im Handy live die Märchen und ja auch teilweise die Fahrgeschäfte übersetzen. Das heißt, wenn du in irgendeinem Fahrgeschäft bist oder Attraktion, wo eben Niederländisch im Intro gesprochen wird, kannst du das auf dem Handy mitverfolgen. Also auch eine sehr coole Sache, dass du auch die Sprache deines Landes oder deine eigene Muttersprache auch dann eben hören kannst, damit du alles verstehst, was hier auch so gesprochen wird. Sei es bei den Märchen oder vom Mitarbeiter. Und hier der nächste Tipp, Single Rider. Es gibt Attraktionen, die haben eine Single Rider Schlange, wie jetzt hier beim Baron zum Beispiel. Heißt, du kannst, wenn du alleine bist, da anstellen und kommst vermutlich wahrscheinlich schneller dran. Ist aber nicht immer garantiert. Also es kann auch sein, dass die normale Schlange schneller ist, wie bei einer anderen Attraktion. Das Fahrgeschäft, bei dem sich der Single Rider höchstwahrscheinlich nicht lohnt, ist Danse Macabre. Da war der Fall, dass ich in der Warteschlange normal gestanden habe, in 15 Minuten drin war und ein anderer Passagier, der Single Rider gemacht hat, stand ganze 40 Minuten in der Single Rider Schlange. Deswegen als Tipp für euch, Danse Macabre mit Single Rider kann gut sein, dass es länger dauert als die normale Schlange. Deswegen geht eher in die normale Schlange, auch wenn ihr alleine seid.
Und der nächste Tipp, es gibt auch Baby-Switch. Bedeutet, wenn du ein Kind hast und ihr seid zwei Eltern und einer möchte fahren und der andere möchte auch fahren, dann könnt ihr euch abwechseln. Heißt, einer stellt sich in die Schlange, die andere Person mit dem Kind stellt sich in den Exit und dann kann man sich abwechseln. Das heißt, wenn der eine gefahren ist, kann der andere fahren, wird eng bevorzugt behandelt bei der Fahrt. Das gilt aber nur beim Baby-Switch. Tipp für euch, wenn ihr Geburtstag habt, ganz wichtig, holt euch den Geburtstagspin entweder im Park oder im Hotel, denn im Hotel bekommt ihr den nämlich auch. Und wie ihr seht, habe ich mir natürlich jetzt auf die Mütze gestickert hier. Und mal gucken, was der Tag heute so bringt an meinem Geburtstag. Deswegen nehme ich dich mit für einen Tag Efteling am Geburtstag. Also komm mit. Und wie gesagt, mal gucken, was der heute bringt. Mir wurde heute Morgen nämlich auch schon gratuliert von Uhu, von der Eule im Hotel. Zeige ich euch gleich. Den Clip packe ich nämlich gleich hier mit rein. Also schau ihn dir an. War super lustig und ich war echt überrascht. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Danke. Danke. Happy birthday. Thank you very much. You're welcome. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh, wir machen noch ein Foto zusammen. Ein Video. Oh, hallo. Hallo. Für alle Leute zu Hause. Ich bin der und ich gratuliere Sascha. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Tipp 13, Fotopass. Du kannst den Fotopass in deiner App kaufen, und zwar wenn du Bilder von deinen On-Rides haben möchtest, kannst du diese in der App erwerben. Bedeutet, für Tagesbesucher kostet der Fotopass 25 €, für Hotelbesucher 35. Der Vorteil aber als Hotelbesucher ist, dass du 7 Tage lang auf die App zugreifen kannst und dir alle deine Bilder runterladen, die du in den Attraktionen gemacht hast. Das heißt, du musst immer an dem Fotopoint dir die Fotonummer merken und diese dann in der App eingeben und kannst dann dort das Bild oder das Video entsprechend runterladen. Gratulation, du hast es bis zum Ende durchgehalten mit meinen Tipps. Also hier ist einer der wichtigsten Tipps überhaupt, den du brauchst, und zwar Bonustipp Nummer 2, trag bequeme Schuhe. Weil du wirst sehr, sehr viel in diesem Park laufen. Es ist sehr weitläufig, deswegen sind bequeme, lockere Schuhe das A und O. Nicht für die Damen High Heels oder irgendwelche Sandalen. Schöne, coole Sneakers mit guter Federung und guter Stoßdämpfung, weil du wirst sehr viel laufen. Also das A und O, gute Schuhe. Deswegen gehe ich jetzt weiterlaufen. Bis später.
waren sie, die 3 schönen Tage im Efteling. Wenn du wissen willst, wo du Urlaub machen kannst, in welchem Hotel hier, dann kann ich dir das Efteling Bosrijk empfehlen. Das ist nämlich ein sehr schönes Hotel. Da gibt's auch ein Video zu, und zwar den Tourguide vom Efteling Bosrijk. Das kannst du hier jetzt als nächstes gucken, wenn du möchtest. Die Tage hier waren wunderschön, das Wetter war toll, die Stimmung, und ich kann diesen Park echt nur empfehlen. Er ist wunderschön. Wenn dir der Kanal gefällt, wenn dir die Videos gefallen, dann lass gerne ein Like da. Kommentieren, abonnieren immer gerne. Was hältst du von Efteling? Warst du schon mal hier? Möchtest du hierher kommen? Lass es mich gerne im Kommentar wissen. Und jetzt heißt nicht Ciao, Ciao und nicht bis denne Hände, sondern einfach nur Tschüss und bis zum nächsten Drop. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also macht's gut. Bis dann. Nu de keizer eindelijk mocht passen, werd hij toch wel een beetje bleek. Hij draaide voor de spiegel, maar zag de kleren niet. Hoe goed hij...